Heute haben wir für euch den Dockstarter von hydrofoil.de im Test. Ein Pumpfoil mit wirklich sehenswerten Ausmaßen, 1,8 Meter Spannweite und einer Fläche von 2520 Quadratzentimetern. Der Rearwing ist dabei 314 Quadratzentimeter groß. Die Fuselage ist aus Aluminium, CNC gefräst und knapp 60 cm lang. Auffällig beim Frontwing ist die gerade Anströmkante, die leicht abgeflachten Winglets am Ende und das enorm dicke Profil des Frontflügels. Die Details sowie auch die Kohlefaserverarbeitung ist durchgehend sehr sauber ausgeführt. Als Antrieb für die Verschraubung wurde hier ein Inbus gewählt. Laut Hersteller soll das Dockstarter-Setup das Pumpen so einfach wie es nur geht gestalten. Und um zu sehen, wie einfach oder wie schwer das geht, haben wir natürlich unser Testerfeld deutlich erweitert, vom absoluten Anfänger bis hin zum absoluten Profi, um genau zu sehen, in welchem Bereich der Dockstarter hier optimal funktioniert. Sofort fällt auf, dass man durch die Größe und das hohe Volumen des Frontflügels hier keinerlei Anlauf benötigt. Ein minimales Vorwärtsbewegen sorgt schon für genug Anströmung. Aber wie bei allen Pumpfoils muss man natürlich hier die Mittelachse treffen, wenn man auf das Brett steigt. Dabei verträgt der Dockstarter sehr viel Druck beim Start sofort auf dem vorderen Fuß. Und selbst wenn man die Nase beim Start leicht absinken lässt, ist die Strömung sofort am Frontflügel anliegend. Dieser wirklich extrem früh angeströmte Frontflügel liefert natürlich den absolut optimalen Auftrieb. Ein großer Flügel mit dieser Dicke hinterlässt natürlich auch sogar eine Spur an der Wasseroberfläche. Aufgrund seines hohen Widerstandes im Wasser sorgt er sogar für eine leichte Wellenbildung. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum man hier etwas stärker über den vorderen Fuß pumpen muss, als vergleichbar bei dünneren Profilen. Pumpt man den Dockstarter mehr über den hinteren Fuß, so verliert dieser doch dann auch wiederum schneller an Geschwindigkeit, weil der Frontflügel stärker angestellt wird und damit zu viel Widerstand liefert. So wie es hier schön zu sehen ist. Die optimale Geschwindigkeit liefert der Dockstarter mit einer hohen und flachen Frequenz. Das liegt daran, dass hier nicht so viel Anstellwinkel produziert wird und dadurch der Drag, also der Widerstand, reduziert wird. Insgesamt ist das ein Flügel, der in den Achsen sehr stabil ist und auch wirklich fest ist. Er hat jetzt hier nicht eine unbedingt großartige Drehfreude, er geht aber willig in einem weiten Radius über die Yaw-Achse gelenkt in die Kurve. Dabei ist der Flügel mit einem guten Feedback versehen, sodass auch der absolute Einsteiger hier den Punkt spürt, wann er zu weit sich in die Rolle gelehnt hat. Die hohe Stabilität in der Pitchachse sorgt natürlich beim absoluten Einsteiger dafür, dass man möglichst schnell ein Feedback für diesen Flügel bekommt. Hier kann man auch sehr unsensibel mit dem vorderen Fuß agieren. Das nimmt einem dann der Frontflügel nicht übel. Insgesamt darf man aber von dem Flügel nicht erwarten, dass er ein endloses Gleiten ermöglicht. Dafür ist hier einfach der Widerstand im Wasser aufgrund der Profildicke und der gesamten Ausmaße zu hoch. Dementsprechend bedarf es auch einer permanenten Energiezuführung, um den Flügel dann gleichmäßig lange Zeit fliegen zu lassen. Je nachdem, wie gut die Kondition ist oder wie gut man von seiner Technik sich schon auf den Flügel eingestellt hat, geht es dann aber auch schon an die 60-Sekunden-Marke ohne Probleme heran. Hier nochmal ein paar Punkte zur Fehlervermeidung auch im Allgemeinen. Wichtig ist halt die Mittelachse zu treffen. Dazu kommt beim Dockstarter, dass der Frontflügel sehr viel Auftrieb liefert, sodass hier eher mehr Druck auf dem vorderen Bein lasten kann. Möglichst gleich
die Last auf beide Beine gleichmäßig verteilen. Vielleicht auch eine Sekunde ausharren, bis die Balance stimmt und dann den Pumpvorgang zu starten. Das ist eine Besonderheit, die der DocStarter halt gegenüber anderen Pumpflügeln natürlich sehr gut kann. Der große Auftrieb sorgt dafür, dass erstmal in der ersten Millisekunde Stabilität vorhanden ist. Hier sinkt der Frontflügel nicht einfach so ab. Man hat hier insgesamt einen kleinen Tick mehr Zeit als bei anderen Flügeln, seine Balance dementsprechend zu finden. Eine mittlere gleichmäßige Frequenz mit nicht zu viel Auf und Ab, also zu viel Neigung in der Pitch, sorgt dafür, dass wir hier mit einer gleichmäßigen, zwar geringen, aber sehr gleichmäßigen Geschwindigkeit unterwegs sind. Nur wenn wir die Frequenz erhöhen, können wir hier den Speed auch mal stärker ausfallen lassen. Klar ist in unserem Test geworden, dass die Startvorgänge, die man beim Pumpen erlernen muss, dass man gleichmäßig seine Last auf beide Beine beim Start bringt, dass man in der senkrechten Achse gleich beim Start sich befindet. Das sind alles Dinge, die kann auch der DocStarter dem Einsteiger beim Pumpen nicht abnehmen. Er hat halt seine Stärken hierbei, dass er schon bei geringster Geschwindigkeit oder auch aus dem Stand sofort, sobald nur ein klein bisschen Vorwärtsbewegung entsteht, durch das Aufspringen oder das leicht geneigte Starten des Brettes nach unten, nimmt er die Strömung an und ist am Fliegen. Und das mit einer hohen Stabilität. Wer die ganze Sache jetzt schon beherrscht, der wird sich insgesamt etwas mehr Gleit, etwas weniger Widerstand wünschen, weil einmal in Fahrt braucht man doch immer gleichmäßige Energie, um den Flügel voranzutreiben. Da tun sich dann schlankere und dünnere Profile insgesamt auf lange Strecke leichter. Wer aber in diese Sportart einsteigen möchte und es so einfach wie möglich haben möchte, der ist mit dem DocStarter sehr gut bedient. Und das Ganze bekommt er mit einer soliden, ordentlichen Verarbeitung mit einem Preis von knapp unter 1000 Euro.